Heute bekommt ihr ein richtig tolles Rezept von mir an die Hand. Gefüllte Cheeseburgerbrötchen mit Hefewasser, ein richtiger Genuss. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Fangen wir mal an. Ich habe hier Mehl. Das genaue Rezept steht unten unter diesem Video. Da füge ich jetzt noch Salz hinzu. Die aufmerksamen Zuschauer haben es vielleicht schon gesehen. Ich verwende wie immer die doppelte Menge. Hier meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Richtig toll, lecker bekömmlich. Oben rechts unter dem i verlinke ich euch die passende Playlist noch dazu, wenn ihr neu hier seid. Dann habe ich hier noch 10%igen Joghurt. Auch bekannt hier unter dem türkischen oder griechischen Joghurt. Den haben wir eigentlich immer zu Hause, weil wir den sehr, sehr gerne mögen. Zum Beispiel für einen leckeren Cacik, das ist der türkische Tzatziki. Richtig fantastisch und lecker. So, der kommt dazu. Dann eine ordentliche Portion Butter. Möchtet ihr das Ganze vegan machen, dann nehmt ihr einfach vegan Joghurt und Margarine oder Öl. Dann habe ich hier noch ein bisschen Honig. Den könnt ihr durch Zucker oder auch durch Sirup ersetzen. Nicht wundern über das Weiße, ich habe jetzt einfach den Joghurtlöffel genommen. Ich bin da ganz pragmatisch. Und diese Brötchen sind richtig fantastisch, lassen sich fertig gebacken auch einfrieren. Aber unser Teig wird jetzt erstmal in der Küchenmaschine gemixt. Ich habe Dinkelmehl verwendet. Das bedeutet, ich mixe das Ganze so 5 bis 8 Minuten, denn Dinkelmehl hat ein schwaches Glutengerüst und wenn ihr das länger knetet, gehen euch die Brötchen später nicht auf. Nutzt ihr Weizenmehl, das könnt ihr selbstverständlich austauschen, dann könnt ihr auch 10 bis 15 Minuten lang kneten. So, ich habe hier mein tolles Bienenwachstuch, das gebe ich jetzt drüber. Wenn ihr einen Deckel habt, könnt ihr den natürlich auch nehmen. Der Teig bleibt bei mir jetzt 12 bis 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, so lange bis der Teig richtig schön aufgegangen ist. Was heißt bei mir Zimmertemperatur? Naja, zu Hause bei uns ist es tatsächlich recht warm. Hier ist das Ergebnis, sieht richtig klasse aus. Wenn es bei euch ein bisschen kälter ist, stellt eure Teige immer auf Elektrogeräte, wie zum Beispiel einen offenen stehenden Kühlschrank. Hier gebe ich Zwiebeln gerade in eine Pfanne mit ein bisschen Öl, komme ich gleich zu, ganz kurz nochmal wegen der Zimmertemperatur. Wenn ihr das auch nicht habt, dann gebt euer Gebäck bzw. die Teige in den geschlossenen Ofen mit eingeschaltetem Licht, das hilft auch nochmal. So, ich brate jetzt das Hackfleisch an. Dafür nehme ich Zwiebeln, ein bisschen Öl, schwitze das an. Ihr könnt die Zwiebeln auch klein schneiden. Ich habe bei mir tatsächlich ein paar Esser, die das nicht mögen, deswegen püriere ich das. Und dazu habe ich jetzt Schweinehackfleisch gegeben. Selbstverständlich könnt ihr auch nur Rind verwenden, halb und halb, Pute, Hähnchen, was auch immer ihr möchtet. Die Veganer greifen einfach zu Sojahackschnitzel. Funktioniert alles super, ein bisschen Salz, ein bisschen Knoblauch, darf nicht fehlen. Die Soße besteht aus einem Löffel Ketchup, selbst hergestellt, ein Teelöffel Senf und 2 Esslöffel Mayonnaise, auch selbst gemacht. Und das vermenge ich jetzt. Ich könnte hier nochmal als kleinen Tipp geben, Worcestersoße zu nehmen. Und dann habt ihr es nochmal ein bisschen würziger. Das ist eine richtig tolle Soße, auch für die normalen Hamburger, kann ich sehr ans Herz legen. Wie gesagt, die ganzen Details seht ihr unten unter dem Video. Bei dem Hackfleisch übrigens, die müssen nicht ganz kross werden, dann könnte es ein bisschen zu hart werden, deswegen habe ich das hell gelassen. Und hier mein neuer Teigschaber. Ich habe mir alles schon mal ein bisschen bereitgestellt, die Arbeitsfläche eingeölt und gebe jetzt den doppelten Teig drauf, zerteile ihn und kümmere mich jetzt erstmal um die eine Hälfte, also die Teigmenge, die ihr dann hättet. Und falte mir das jetzt erstmal so, dass ich gleich eine schöne Kugel draus mache, damit ich alles schön ordentlich portionieren kann. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund noch mal sehen, ganz hinten habe ich schon mal so klein geschnittene Tomätchen und saure Gurken klein gewürfelt. Ein bisschen Käse noch, da habe ich Gouda genommen, der war schon vorgeschnitten, den habe ich dann einfach nur mal so in kleine Würfel gemacht. Und ich kann euch sagen, übrigens, der neue Teigschaber, der ist der Hammer. Der ist richtig toll. Alles, was ich euch empfehlen kann, generell am Equipment, findet ihr unten unter dem Video. So, und aus dem Teig mache ich jetzt 8 große Cheeseburgerbrötchen. Die sind richtig klasse, machen echt satt, selbst wenn ihr Teenager bei euch zu Hause habt. Die sind ja quasi dauerhungrig und auch die kann man damit gut füttern. So, wenn euch das zu groß ist oder ihr halt auch nicht so viel esst, dann halbiert das Ganze einfach. Dann kriegt ihr 16 kleine daraus. So,
Ich zerteile das jetzt nicht ganz absichtlich, denn der Teig lässt sich wunderbar hier abreißen. Guckt mal. Zack. Und die 8 Portionen forme ich jetzt einfach schön in meiner Hand zu Brötchen. Das funktioniert auch auf der Arbeitsfläche. Ich habe übrigens diese ja mit Öl einbestrichen, wie ich schon gerade gesagt habe. Und zwar aus dem Grund, nehmt ihr Mehl und wollt dann später das Brötchen zusammenklappen, kann es sein, dass es nicht mehr so schön klebt. Deswegen verwende ich lieber Öl. Hier mein kleines neues Nudelholz, finde ich auch echt genial, das hilft mir bei solchen Sachen. Das wird jetzt ausgerollt, das habe ich vorher auch noch mal vorsichtshalber ein bisschen eingeölt. Und jetzt kann es hier losgehen. Und vielen Dank hier an meine Mitglieder, ihr seid echt fantastisch. Danke immer für eure Unterstützung, dass ihr da seid. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr als Mitglieder für Vorteile habt, schaut mal unter diesem Video nach. So, ein bisschen lang tupfen, das passt schon. So. Hier habe ich den Käse. Ihr könnt größere Scheiben machen oder so wie ich habe kleinere Scheiben mir tatsächlich geschnitten und mache dann immer so 3, 4 davon drauf. Käse ist ja wichtig beim Cheeseburger. Hier dann die klein geschnittenen sauren Gürkchen. Hier. Ja, das sieht gut aus. Das klappt doch. Ich zeige euch das gleich noch mal in einer weiteren Variante im Schnelldurchlauf. Also keine Angst, falls ihr das nicht sofort mitbekommt. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es mich bitte gerne wissen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin gerne für euch da. 1, 2 Teelöffelchen dann von der Soße, je nachdem. Und dann circa 2 Esslöffel von dem Hackfleisch. Ihr könnt natürlich auch fertige Patties nehmen. Da müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr dann später zusammenklappt, das Brötchen. Guckt mal. Das geht mit lockerem Hackfleisch ein bisschen besser, als wenn ihr jetzt so ein fertiges Patty hättet. Probiert euch das mal aus und wenn ihr da was habt, ich bin auch bei Instagram und Facebook und freue mich da auf eure Fotos, Bilder und Erfahrungen. Schreibt mir da gerne. So, und wichtig ist das Zusammendrücken. Das muss wirklich fest sein, weil sonst läuft euch die Füllung aus. Und nehmt euch dann den Teigschaber hier, die Teigkarte zur Hilfe, um das umzudrehen. Schönes Brötchen. Das geht jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtem Backblech drauf und hier nochmal ein Schnelldurchlauf. Also wenn ihr kein kleines Nudelholz habt, das geht auch mit dem Patscherchen. 2, 3, 4 Scheiben Käse, je nach Gusto. Und hier zum Schluss hatten sich die sauren Gurken und die Tomaten schon ein bisschen vermengt. So, zack, rauf das Ganze. Und dadurch, dass das innen drin ist, ist das nochmal richtig schön saftig. Also meine Familie war mega begeistert und ich bin gespannt, wie es bei euch sein wird. So, zusammengeklappt. Übrigens, demnächst haben wir so einen asiatischen Abend. Es gibt selbstgemachtes Sushi und chinesische Dim Sum. Das sind so gefüllte Teigtaschen, die wollte ich mit Hefewasser machen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst es mich auch noch mal unten in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Teilt es, dass so viele wie möglich erfahren, wie toll und einfach man mit Hefewasser backen kann. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video online geht. So, ich habe hier meinen neuen Pinsel und da bestreiche ich jetzt ein Ei mit so ein bisschen Milch. Alternativ könnt ihr auch Wasser nehmen. Und bei dem vorderen Brötchen seht ihr das. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt, ein bisschen zu viel. Dann ist außen noch mal so ein bisschen wie Omelette, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Streicht sie schön vorsichtig ein. Die sind wirklich ein bisschen empfindlich. Und lasst sie noch mal so circa 30 Minuten mindestens bei Zimmertemperatur stehen. Wenn ihr auf Nimmer sicher gehen wollt, dann auch gerne noch mal eine Stunde. Kann ja groß nichts passieren. Hackfleisch war ja vorher angebraten. Dann heizt den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Wenn ihr einen sehr starken Ofen habt, dann auch gerne 180 Grad. Und ich muss wirklich tatsächlich lügen. Ich glaube, die waren bei uns so circa 20 Minuten drin. Ich habe hier oben drauf noch ein bisschen Sesamkörner gegeben. Die sind bei uns ungeschält. Da könnt ihr noch vielleicht ein bisschen Schwarzkümmel drauf geben. Ihr könnt das auch komplett weglassen, aber zu einem Cheeseburger-Brötchen gehören natürlich auch ein paar Sesamkerne. Ist ja klar. So. Wollt ihr gleich mal sehen, wie sie werden? Ich kann euch sagen, echt lecker, saftig. Und wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, schade, dass es kein Geruchs- und Geschmacksfernsehen gibt. Hier. Die sind total groß und ich habe sie aufeinander gestapelt und dann sind sie ein bisschen eingefallen, also nicht wundern. Die sind super locker, fluffig und ich freue mich auf eure Ergebnisse. Guckt mal, richtig saftig drinne.
Lasst es euch schmecken. Bald bin ich wieder zurück mit einem tollen neuen Video. Und ich sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Eure Emma.